So. Name? Appel. A-P-P-L. Vorname? Benjamin. Gibt es noch einen zweiten Namen? Karl. Jetzt habe ich ein großes Geheimnis gelüftet. Aber das wissen Sie eh. Ja, das haben wir ja alles schon. Geburtsort? Regensburg. Aktueller Wohnsitz? London. Erlerntes Instrument? Stimme. Bariton. Irgendwelche Vorstrafen? Bis auf einen Schulverweis sind mir keine weiteren bekannt. Wegen? Benjamin hat das Klassenzimmer mit dem Wohnzimmer verwechselt. Erster Vorwurf, übertriebenes Name-Dropping. Der letzte Schüler von Dietrich Fischer-Dieskau, dann sind da so Namen wie Christian Geha, Brigitte Fassbender, Thomas Hampson, alles große Namen, vor allem auch was das Lied betrifft. Wo bleibt da das Understatement? Ich lese inzwischen kaum mehr Biografien, weil die grundsätzlich alle sehr aussagekräftig sind. Das ist eine Frage, die Sie die Agentur fragen müssen, die schreibe ich nicht selber. Nächster Vorwurf, Zappelappel. Was würde passieren, wenn man dich mal in eine Zwangsjacke stecken würde beim Singen? Ich glaube, das ist unterschiedlich, wenn man irgendwie singt bei Aufnahmen, wo man irgendwie Emotionen auf das Mikrofon rum überbringen muss. Da hilft mir auch irgendwie rumzumachen und Bewegungen zu machen. Ich hoffe, dass bei den Live-Auftritten es eher im Rahmen ist. Aber würde dir was fehlen, wenn du das nicht machen darfst? Also wenn jemand sagt, ich brauche dich da ganz. Also nachdem das Instrument ja auch im Körper ist es, denke ich, wichtig, dass der ganze Körper sich damit identifiziert oder auch motiviert ist. Und ich glaube, dass es ohne Bewegung, dass es etwas Natürliches, Organisches ist, sich dazu zu bewegen und nicht irgendwie dazustehen wie eine Straßenlaterne. Wie oft hast du schon Sänger, Kolleginnen und Kollegen verletzt mit deinen Bewegungen beim Duett oder so? Deswegen mache ich nur Solo-Liederabende, damit hier irgendwie niemand verletzt wird. Wir müssen noch mal einen Test machen. Denk mal an irgendein Lied aus deinem Repertoire. Du darfst aber nicht singen und nicht sprechen, nur mit Gestik. Und wir beide müssen erraten, an welches Lied du denkst. Erlkönig ist ausgeschlossen, das wird so einfach. Tja, Clemens. Doch nicht so einfach. Ein kleines Bächlein irgendwie? Das ist nicht schlecht. Es handelt um Tier in einem Bächlein. Tiere in einer Forelle. Das ist sehr gut. Ja, also du musst gar keine Angst haben. Es geht auch eigentlich gar keine Stimme. Ja. Oh, Mutter, du, ich liebe dich. Was kann ich mir noch sagen? Nächster Vorwurf, möchte gern Brite. Du lebst seit einiger Zeit in London. Wann machst du endlich deinen persönlichen Brexit? Vorerst ist London wirklich eine tolle Stadt und eine kulturelle Hauptstadt Europas, wenn nicht der Welt. Ich habe dort meinen Freundeskreis und musikalische Partner dort und von dem her, wenn ich dort noch ein paar Jahre wohnen dürfte, würde mich das sehr freuen. Du hast auch einen großen Teil deiner Ausbildung im Ausland gemacht, New York und... Nicht wirklich New York, falsch recherchiert. Falsch recherchiert, was? Falsch recherchiert. Aber London. Ja. Guildhall School of Music and Drama. Was können die, was deutsche Musikhochschulen nicht können? Eine schwierige Frage. Ich glaube, dass es ein anderes Ausbildungssystem ist. Es wird mehr Wert gelegt auf verschiedene Sprachen. Also in Deutschland ist es so, man könnte theoretisch, bis auf ein paar Ausnahmen, fast alles mit deutscher Literatur studieren. Da das englische Repertoire relativ limitiert ist, sind die wirklich besser oder spezifischer mit Französisch, Italienisch, Deutsch, aber auch Spanisch, Russisch, Tschechisch und so. Also die sind internationaler unterwegs fast. Ja, die müssen, weil sie einfach ihr eigenes Repertoire nicht so... Aber du machst doch hauptsächlich deutsches Repertoire. Ja, weil man mich dafür verreckt. So. Aber ich singe genauso auch in Französisch oder Englisch oder Italienisch oder was auch immer. Kapitalist ist der nächste Vorwurf. Vor deinem Gesangsstudium hast du eine Lehre zum Bankkaufmann gemacht.
und BWL studiert. Was hast du außer deinem Look noch aus dieser Zeit mitgenommen? Außer meinem Look? Was ganz gut war einfach, dass man weiß, wie man sich selber die Zeile einteilt, wie man organisiert. Als freischaffender Sänger ist es doch irgendwie so, man singt und man reist, aber oft ist einfach so die Struktur des Tages in Gefahr, da jeder Tag anders aussieht. Und von dieser Zeit nehme ich wirklich mit, wie man sich selber strukturiert, wie man sich einen Plan macht, wie man E-Mails schreibt, solche Sachen. Also es ist mehr der organisatorische Ablauf. Und finanziell, also jetzt irgendwie so Verhandlungen und sowas? Macht Gott sei Dank die Agentur. Da bin ich. Bist du raus? Bausparvertrag zu verkaufen ist einfacher, finde ich, als den eigenen Preis irgendwie, um den eigenen Preis zu feilschen. Ich glaube, das könnte ja gut so einen Bausparvertrag verkaufen. Aber hast du irgendwelche Anlagetipps? Immobilien ist. Nee, ich bin da schon lange raus, sorry. Verändert sich ja alles. Aber gerade in London wäre es ja nicht schlecht gewesen, Immobilien. Ja, dafür reicht das Sängergehalt nicht. Bergauf, bergab, Wald ein, Wald aus. Noch bin ich nirgend doch zu Haus. Du aber wanderst auf und ab, aus Ostens Weg in Westens Grab. Weilst Länder ein und Länder aus und bist doch, wo du bist, zu Haus. Stimmhypochonder. Benjamin, du machst dir sehr viele Gedanken um deine Stimme. Pass genau auf, dass du nicht zu viel sprichst, trinkst, rauchst und so weiter. Wann machst du endlich den Stimmfachwechsel zum Bass? Weil dann ist ja eigentlich alles egal, oder? Das haben wir schon oft überlegt. Also heute früh könnte man zum Beispiel schon fast bassig singen. Dann hätte ich vielleicht gestern Abend noch ein Bier trinken können. Aber das Problem ist, dann müsste ich das ganze Repertoire wieder neu lernen. Aber was haben Bässe für ein Repertoire? Doch, da gibt es auch was. Wäre das theoretisch, wenn du merkst, die Stimme macht jetzt so noch wirklich eine Entwicklung durch in den nächsten Jahren, du bist ja noch jung, eine Option? Ich glaube eher, wenn dann nach oben, wirklich Richtung Tenor und weniger nach. Unten hat man... Unten ist irgendwann mal Schluss. Unten kann man nicht so viel ausbauen, oben mehr. Tenor, nee, da sehe ich dich jetzt auch nicht. Gesetzt der Fall, deine Stimme, das wollen wir natürlich nicht, verabschiedet sie wirklich mal. Wessen Stimmlippen würdest du dir implantieren lassen? Da würde ich Pavarotti nehmen. Ja? Aber nur die Stimmlippen. Nur die Stimmlippen, nicht die Gesamtfigur. Genau. Ja, das glaube ich besser. Wir kommen zum letzten Teil des Verhörs, das sogenannte Kreuzverhör. Okay. Christian Gerha oder Dietrich Fischer-Dieskau? Dietrich Fischer-Dieskau. Domspatz oder Kirchenmaus? Kirchenmaus. Schubert oder Schumann? Schubert. Kaffee oder Tee? Tee. Backstreet Boys oder Take That? Backstreet Boys. William oder Harry? William. Gut, vielen Dank. Ja, Markus, also Bass will er nicht werden. Und ich meine, in London leben, der hält sich aus allem raus. Da ist man einfach weg. Im wahrsten Sinne des Wortes jetzt. Da ist man weg vom Fenster. Der entzieht sich hier allen Behörden einfach. Ja. Und das ist natürlich schon auch schwierig. Nö, meine Steuer zahle ich hier. Ah ja, echt? Ja. Ja, das werden wir gleich nochmal beim Finanzamt fragen. Gut, da bleibt eigentlich nur die eidesstattliche Erklärung. Ja, der ist zu harmlos eigentlich. Aber schau mal seine Schuhe. Weiß. Ja, Ja, weiße genau, das ist Weste. ein Zeichen. Ja. Gut, vielen Dank. Ebenso. An apple a day.